Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr seht, bestes Buschkraftwetter. Es regnet hier seit 2 Tagen. Ich habe mir hier ein kleines Hängemattenlager aufgebaut. Tja, und ich wollte genau die Gunst der Stunde mit dem Regen nutzen, um euch einfach mal meinen Wasserstopp für die Hängemattenaufhängung zu zeigen. Wasserstopp für die Hängemattenaufhängung? Ja, was ist denn das genau? Wozu braucht man das eigentlich? Ja, wir befestigen unsere Hängematte ja mit Gurten an Bäumen. Und das Problem ist, bei Bäumen, die eine glatte Rinde haben, wie zum Beispiel hier diese Buche, läuft, wenn es länger regnet, hier richtig das Wasser runter. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und das fängt sich dann in den Baumgurt. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran, damit man das mal an dem Baum direkt sieht. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier im Video. Hier läuft das richtig lang. Hier ist es nass. Seht ihr das? Da, und dann läuft das hier den Stamm runter und dann natürlich, wenn wir hier unseren Gurt haben, in den Gurt, und der saugt sich dann voll und leitet das Wasser an die Hängematte weiter. Hier bei mir an meiner Buche, ich hänge auch hier mit meiner Hängematte an der Buche, sieht man es auch schon, hier das Gurtband ist schon total nass, und wenn das jetzt länger geht, zieht das hier runter und zieht euch dann schön in eure Hängematte, und ihr kriegt dann so einen richtig schönen nassen, kalten Rücken. Um zu verhindern, dass das Wasser hier über die Aufhängung in die Hängematte läuft, benutzen viele hier so eine Paracord-Schlaufen und legen die als Prusikknoten einfach hier um das Zugseil, wo die Hängematte befestigt ist. So, ich hoffe, man sieht's. Dann läuft das Wasser hier rein, sammelt sich an dem Prusikknoten und tropft hier nach unten ab. Aber leider, wie ihr schon seht, ist das beim Gurtband auch nicht so hundertprozentig, und es kommt trotzdem immer noch ein kleiner Anteil von Wasser durch, was mir bei Starkregen dann aber zu hohes Risiko dargestellt hat. Tja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir eine Tropfsperre für meine Hängematte zu bauen. Die ist absolut wasserfest, da kommt kein Tropfen, nichts durch. Und wie das Teil funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, so sieht das Teil nun aus. Wie ihr seht, hat das 2 Ösen. An die eine kommt die Hängematte, an die andere kommt unser Karabiner zum Gurtband. Ja, und hier seht ihr so einen Teller. Seht ihr das? Und der ist hier mit einer, mal sehen, ob man es an der Kamera sieht, hier mit einer Gummidichtung abgedichtet. Das heißt, hier kann kein Wasser durch. Wenn das Wasser jetzt hier lang läuft, geht das genau bis zu dieser Tropfscheibe und tropft dann hier ab, und unsere Hängematte bleibt trocken. Gut, dann werden wir das Teil jetzt mal einbauen. Gut, dann werden wir jetzt den Tropfschutz mal montieren. Die Installation ist relativ einfach. Hier haben wir unseren normalen Karabiner, wo wir mit in dem Gurtband eingehängt sind. Den lassen wir an Ort und Stelle. Wir hängen einfach nur die Hängematte aus. So, dann haben wir ja hier die Schlaufe von der Hängematte. Damit gehen wir jetzt hier durch die Öse, die eine, gehen einmal oben rüber, und schon ist das Teil an der Hängematte fest installiert. Und jetzt können wir hergehen und das einfach wieder in den vorhandenen Karabiner einhängen, und wie ihr seht, schon ist der Tropfschutz installiert. Da es jetzt gerade nicht so stark regnet, werde ich jetzt mal hier mit dem mitgebrachten Wasser den Gurt nass machen und einen Starkregen simulieren, so dass das Wasser hier runterläuft, damit wir mal sehen können, wie dieser Tropfstopp funktioniert. So, Achtung, ich kippe das Wasser rüber. Wie ihr seht, ja, jetzt läuft es sogar unten lang, war nicht so einfach. Aber hier noch ein bisschen. Also wenn hier was an die Schraube kommt, perlt das über die Tropfscheibe ab und geht nach unten. Habt ihr es gesehen? Und hier ist unser Seil total trocken.
Selbst wenn sich in der Nacht hier die Hängematte verdrehen sollte mit dem Karabiner, macht das nichts, weil es handelt sich ja hier um eine Scheibe und somit funktioniert der Tropfstopp auch in alle Richtungen. Übrigens noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr euer A-Frame über die Paracord-Schnur spannt, habt ihr das gleiche Problem. Das Wasser läuft am Paracord unter das Tarp und tropft dann innen ab. Hier müsste man dann auch so eine Prusik-Schlinge montieren, um das Wasser zu stoppen. Macht das mal. So. So, schön sortieren. Das muss auch richtig rund dran liegen und dann platzieren wir die Tropfschlinge vorm Tarp. Das heißt, jetzt habt ihr auch keine Wasserbrücke mehr in das Tarp rein. Jetzt tropft es euch auch von innen nochmal. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil ich es bei vielen Aufbauten gesehen hatte, dass einfach erst die Ridgeline gespannt wird und dann das Tarp drüber. Aber ihr habt da das gleiche Problem. Das Wasser kommt vom Baum, vom Paracord und läuft hier unter das Tarp und es tropft. Der Tropfstopp ist aus Edelstahl gefertigt, das heißt, da rostet auch nichts. Wie man den genau baut, das zeige ich euch aber in der Werkstatt. Da kann ich das besser erklären und die Teile, die ihr dazu benötigt, verlinke ich dann unter dem Video. Ich gucke mal, ob ich bei Amazon was Passendes finde, weil ich bin in den Baumarkt gegangen. Ich war im Bauhaus und habe mir die Teile zusammengesucht in der Bootsabteilung aus Edelstahl halt. Ja, und bin begeistert von dem Patent. Das funktioniert sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Testteil jetzt zu und sehen uns gleich in der Werkstatt. Bis gleich. So Leute, jetzt bin ich wieder in meiner Werkstatt. Ich habe die Sachen erstmal alle zum Trocknen aufgehangen, dass das mal wieder trocken wird, das Ganze. Ja, und jetzt gehen wir mal im Detail durch, wie man so einen Tropfstopp baut für die Hängematte, was ich dazu benutzt habe. Wie gesagt, ich habe die Sachen im Baumarkt geholt. Da fahrt ihr natürlich wesentlich günstiger, weil ihr könnt dann wirklich lose Einzelteile kaufen. Ich habe die Sachen jetzt trotzdem mal bei Amazon rausgesucht und verlinkt die dann unter dem Video. Vielleicht auch dient es dem einen oder anderen als Orientierung, dass ihr überhaupt seht, was man dazu benötigt. Okay, dann legen wir mal los. Ich zeige euch jetzt mal die Teile. Ich habe hier mal alles auf den Tisch gelegt, was man benötigt, um eine Wassersperre oder Tropfstopp zu bauen. Das ist einmal das Werkzeug da hinten, hier das Material. Fangen wir mal mit dem Material an. Also der Hauptbestandteil ist hier ein sogenannter Augbolzen. Das ist alles Gewinde M8. Der ist wie gesagt aus Edelstahl. Die sind alle aus Edelstahl, die Teile, damit es halt nicht rostet. Ja, und das ist halt ein Augbolzen Edelstahl mit metrischem Vollgewinde M8, hat eine Länge von 80 mm und dazu gehört dann auch eine Mutter- und eine Unterlegscheibe. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Edelstahl Ringmutter, auch M8, die schrauben wir dann hier drauf. Und hier haben wir noch eine Edelstahl Sechskantmutter M8 zusätzlich, die braucht es noch. Dann braucht ihr noch eine Dichtung, das ist so eine Gummiflachdichtung, 3/8 Zoll, 9,5 x 15 x 2,5 mm. Ja, und zu guter Letzt hier als Tropfscheibe so eine Unterlegscheibe. Das ist eine Unterlegscheibe M8 x 40 und hat eine Dicke von 1,5 mm. Weiter braucht ihr noch irgendwas zum Abmessen. Ein Maulschlüssel, um das Ganze nachher festzudrehen. Das ist dann ein 13er Schlüssel und eine kleine Eisensäge, um hier den Bolzen zu kürzen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Tropfsperre zusammen. Und zwar nehme ich hier erst diesen Augbolzen, machen wir das Plastik ab. So, dann hat es ja hier noch eine Unterlegscheibe und eine Mutter drauf. Die schraube ich jetzt mal ab. Ihr könnt die auch drauf lassen zum Sägen. Aber meine Säge ist so klein, dass ich praktisch in das Gewinde komme. Ich schraube das mal ab. So, okay. Ja, und den Bolzen müssen wir jetzt kürzen auf eine Länge von 3,5 cm. Dazu habe ich mir den Bolzen jetzt hier eingespannt in den Schraubstock. Also es muss nicht so ganz genau werden. Ich mache es jetzt einfach mal hier frei Hand.
Ihr müsst bloß sehen, dass ihr nachher so ziemlich die gleiche Länge habt, weil ihr habt ja hier die Gewindegänge, da könnt ihr ja auch einhaken. So, also das wären 3,5 cm. Dann fange ich mal an und säge mal in das Gewinde. Ist halt Edelstahl, also das geht eine Weile. Ich mache mir jetzt mal hier noch mein selbstgemachtes Kühlmittel drauf. Das ist Brennspiritus mit destilliertem Wasser. Damit das nicht so heiß. So, damit wir nachher nicht irgendwie uns verletzen oder der Gurt angeschlitzt wird, feile ich das jetzt oben noch ein bisschen glatt mit einer Feile. Ihr könnt hier so eine Schlüsselfeile, so eine kleine zum Beispiel nehmen. Dann machen wir das hier noch ein bisschen entgraten, das Gewinde. Das fühlt sich schon ganz gut an. Muss jetzt auch nicht super genau werden, weil es ist eh in der Mutter nachher versteckt. So, also ich denke, so ist es okay. Gut. Okay, jetzt können wir den Bolzen montieren. Was wichtig ist vom Sägen hier, dass hier keine Späne mehr sind an dem Augbolzen. Da kommt nämlich jetzt die Gummidichtung drauf. Die schieben wir jetzt hier rüber. Dann kommt unsere große Unterlegscheibe, die Tropfscheibe. So, und hier kommt dann einmal eine Mutter rüber. So, dann nehme ich mal hier den Schraubenschlüssel, das ist ein 13er. Ziehe das so ein bisschen leicht an, also es muss nicht so sein, dass die Dichtung da, wer weiß, wie gequetscht wird. Das ist einfach nur, dass da ein bisschen Druck drauf ist und das dicht ist. Jetzt habt ihr hier die Stelle schon dicht. So, und jetzt kommt eigentlich gar nicht mehr viel. Jetzt kommt die andere Mutter da drauf. Dann die Unterlegscheibe. So. Und dann hier die Ringmutter. So, das dreht er dann rein, bis das hier oben plan ist. Und das meinte ich eben, wenn hier noch ein Grat ist oder so und ihr zieht den Gurt durch, dann kann es dann einschneiden. Deswegen habe ich es noch ein bisschen entgratet. Ja, dann bringt man das einfach nur in Position, dass es wirklich gegenübersteht. Ja, und jetzt muss man eigentlich nur noch hier die Mutter anziehen, um das zu fixieren. Und fertig ist der Tropfstopp. Zur leichteren Handhabung habe ich mir das jetzt mal hier in den Schraubstock eingespannt. Dann nehme ich mir hier irgendeinen großen Schraubendreher, Stange, irgendwas, keine Ahnung. Dann können wir hier mit dem Schlüssel hier so gegenhalten und dann kann ich das anziehen. So, perfekt. Und schon ist das fest. Ja, und das war es eigentlich schon. Schon haben wir einen Tropfstopp fertig. Wenn ihr die Augbolzen kauft, achtet bitte hier hinten drauf, dass es hier eine schöne Fläche hat, dass nachher die Dichtung da richtig schön draufdrücken kann, weil das ist ja das, was die Tropfscheibe abdichtet, weil hier durch das Gewinde und die Mutter läuft ja das Wasser durch die Scheibe hier auch und hier wird praktisch erst die Dichtigkeit hergestellt. Sollte die Schlaufe von eurer Hängematte nicht lang genug sein, dass man sie hier einfädeln kann und wieder drüber ziehen kann, könnt ihr natürlich optional auch noch zusätzlich hier einen Karabiner reinmachen. Ich nehme gerne die Karabiner von Brotree. Die sind sehr leicht. Ich zeige euch mal einen von nahen. So werden die geliefert. Die kommen in so einer Schachtel. Die gibt es auch tatsächlich paarweise.
Da sind dann 2 Stück drin. Natürlich genau passend für die Hängematte. Ja, und wie ihr seht, der ist sehr wertig verarbeitet. Der ist aus 70-75er Aluminium. Der ist sehr leicht und vor allen Dingen ist sehr rund verarbeitet. Er bleibt euch nicht im Baumgurt hängen oder verhakelt oder kratzt oder sonstiges. Also es ist wirklich ein sehr schöner Karabiner. Und wie ihr seht, er hält eine Zuglast von 12 Kilonewton aus. Das ist also wunderbar. Ja, und so einen könntet ihr dann hier zum Beispiel reinmachen. Und dann könnt ihr das einfach zwischenhängen. Dann müsst ihr die Schlaufe da nicht drüber ziehen. Aber bei mir geht das so, da kann ich mir natürlich den zusätzlichen Karabiner noch sparen. Ja, das war schon wieder alles. Das war mein Wasserstopp für die Hängematte. 100% wasserresistent, da geht nichts durch, also im Gegensatz zu den Driplines. Ich nehme das sehr gerne her und ich sag mal, gut, es wiegt ein bisschen, weil es ist halt Edelstahl, aber es muss natürlich stabil sein. Ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie in der Nacht mit der Hängematte abzusegeln. Da habe ich schon lieber ein bisschen stabiler. Und ich sage mal, so groß und schwer ist es nun auch wieder nicht. Ja gut, dann würde ich das Video an dieser Stelle schließen. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch und es hat euch gefallen. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao.